Die DJI R3 umkreist mich gerade, zum einen natürlich mit dem Weitwinkelobjektiv und zum anderen auch mit dem neuen 70 mm Objektiv. Und das sieht erstmal schon richtig gut aus im Controller, wenn ich das so ein bisschen überwache. Das ist ein Thema des heutigen Tages. Das andere Thema ist natürlich, wir gehen mit dem Mountainbike in den Wald und lassen uns von der DJI R3 tracken. Ist es möglich, sich in dichten Wald von der DJI R3 tracken zu lassen, oder ist es eher nicht möglich? Und natürlich noch viele, viele andere Themen, die ihr euch gewünscht habt. Zum Beispiel klären wir heute mal das Tracking in 2,7K Hochkantformat. Ist das möglich oder ist es nicht möglich? Andere Fragen kläre ich ebenfalls in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Und ihr seht natürlich, die Frage geklärt, 2,7K Active Track ist möglich. Die Drohne umkreist mich gerade mit Point of Interest. Und das ist eine gute Geschichte, dass du sozusagen im Hochkantformat dich auch tracken lassen kannst. Wenn ihr noch Fragen zur DJI R3 haben solltet, dann schreibt diese natürlich gern hier in meine Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten, beziehungsweise auch videomäßig zu beantworten. Das heißt, wenn gute Fragen dabei sind, mache ich natürlich ein extra Video für die Beantwortung dieser Fragen. Und meine Frage war natürlich als erstes gewesen, DJI hat so richtig schick und schön in dem Präsentationsfilm ein Pärchen gezeigt, was durch den Wald läuft, und die DJI R3 trackt dieses Pärchen bei dichten Bäumen. Und ich wollte die Frage einfach mal aufwerfen und wollte mal probieren, ob die mich auch trackt hier mit dem Mountainbike direkt im Wald bei etwas höheren Geschwindigkeiten und bei etwas niedrigen Geschwindigkeiten. Und ob es wirklich überhaupt möglich ist, bei höheren Geschwindigkeiten im Wald zu fahren, zusammen mit der DJI R3. Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Controller und Drohne sind an und jetzt gibt es erstmal die Bildschirmaufzeichnung, damit hier sozusagen alles funktioniert. Zack, da ist er, klingelt er. Jawohl, da ist er. So, okay. Schauen wir uns nochmal die Einstellung von der Drohne an. Ich mache als erstes mit dem Weitwinkel. Wir schauen mal, ob es so gut aussieht. Wenn nicht, gehe ich nochmal auf die 70 mm Kamera. Aber ich denke mal, erstmal Weitwinkel wird vernünftig funktionieren. Und dann werden wir das Teil mal starten. Als erstes, man sieht es, natürlich eine relativ leichte Aufgabe für die DJI R3. Wir fangen mal richtig easy und einfach an. Also es ist jetzt erstmal ein gerader Weg, der sozusagen vorne nachher in einer Kurve mündet. Und ich denke mal, irgendwie hoffe ich hoffe es auf alle Fälle, dass sie das natürlich in dieser einfachen Geschichte schafft. Wichtig ist natürlich noch tracken. Wie gesagt, es geht erstmal ganz langsam los, langsam und easy. Ein paar Äste sind schon dabei und sie muss natürlich ein bisschen aufpassen. Kommt sie hinterher? Oh, jetzt hat sie einen Ast gefunden. Bleibt sie stehen? Ja, sie bleibt stehen. Ah ne, hey, super, sie umfliegt. Sehr schön. Erste Hindernis schon mal überwunden. Und wir bleiben so ein bisschen mal hier auf der Strecke. Aber ich sehe es auf dem Controller. Sieht erstmal richtig gut aus. Also sie folgt mir die gerade Strecke. Man sieht, es ragen immer links und rechts noch ein paar Äste rein in den Weg. Die muss er natürlich umfliegen. Und ich denke mal, das packt die mit den ganzen Sensoren. Geschwindigkeit vom Mountainbike aktuell 10 km/h, ist also auch noch erträglich. Sie sollte mich eigentlich dann tracken, so zwischen 15 und 20 km/h. Bis jetzt verfolgt sie mich noch. Es klingelt zwar relativ viel im Controller, das heißt, sie erkennt wirklich ringsherum eine Menge Hindernisse. Aber bis jetzt verfolgt sie mich noch. Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit ist natürlich nicht ausreichend. Wir sind hier gerade mal bei 10 km/h. So fährt man durch den Wald, wenn man Pilze sucht, aber nicht, wenn man jetzt mal Mountainbike fährt. Aber jetzt kommt mal eine freie Strecke und ich gebe mal ein bisschen Gas. Jetzt sind wir mal bei 15 km/h. 15,4. So. Schauen wir mal, wo so ist. Sie ist hinter mir. Super. So, jetzt ist natürlich freies Terrain. Eine Kurve. Sie hat die Kurve auch geschafft. Jetzt hat sie es natürlich einfach, weil jetzt sind wir erstmal in einem Stück, außer sie hat natürlich ein paar Äste noch. Jetzt sind wir natürlich in einem Stück, was hier nicht so viel Wald und Bäume hat. Hier wird gerade neuer Wald gepflanzt. Und hier müsste natürlich mich sehr gut tracken.
Ich höre sie auch noch, das ist richtig gut. Also bis jetzt guter Job, DJI R3. Mal schauen, wie es wird, wenn es nachher ein bisschen komplizierter wird, nämlich im dichteren Wald. Es kommt noch eine richtig dichte Strecke auf uns zu. Aber erstmal werden wir so ein bisschen entspannt und relaxed mit der R3 fliegen. Gucken wir mal, wie es da aussieht, wenn wir jetzt in das dunkle, dichte Waldstück fahren. 13 km/h. Sie schwebt hinter mir. Easy, locker und freundlich. Jetzt wird's heikel. Jetzt wird es dunkel und dicht. Manchmal passiert es bei mir emotionsgeladen, dass einige Ausbrüche kommen und ich anfange zu schimpfen. Natürlich ist doch klar, wenn ihr jetzt irgendwie Sachen macht, die unbedingt funktionieren sollen und die bei euch im Kopf vielleicht anders funktioniert haben als jetzt in der Praxis. Und so weit ist natürlich die AI noch nicht, dass sie jetzt perfekt und so schnell ausrechnen kann, wo sie lang fliegt und wie sie das macht. Und das ist natürlich zum einen gut, zum anderen schlecht. Also wenn ihr jetzt hören solltet, dass ich öfter mal schimpfe und manchmal sage, nein, das funktioniert nicht oder weiß ich was, nehmt die Sache nicht zu ernst. Das ist einfach emotionsgeladen in dem Video. Ich bin ganz alleine, drehe dieses Video über 3 Tage und manchmal kommen dann so, da kommen dann so freundliche, emotionsgeladene Ausbrüche, die einfach da sind und das ist verständlicherweise hier in diesem Video auch passiert. Deswegen einfach weiterschauen. Mitten im Wald findet man natürlich noch selbstgebaute Flussüberquerungen, aber wenn es die nicht geben würde, müsste ich jetzt hier Stopp machen oder das Ganze umfahren und wir werden das natürlich hier mal mit dem Bike probieren, hier rüber zu kommen. Oh. Ja, sieht gut aus. Langsam. Ja, als wenn das Material nicht nachgeben würde. Uiuiui. Na gut, sind wir fast drüben. Juhu! Oh. Das war eine Brücke. Jetzt ist natürlich wieder tiefenentspannt. Also hier passiert gar nicht viel. Auf der Strecke, da kann sie mir einfach unauffällig folgen. Einzige ist natürlich, das Terrain wird hier ein bisschen komisch. Anhand von Modder und Matsch muss hier viel ausweichen, kann ich in der Mitte bleiben vom Weg. Aber ich höre sie immer noch. Sie folgt mir. Aber wie gesagt, Geschwindigkeiten zwischen 8 und 10 km/h. Das bringt es nicht. Aber es ist natürlich mal ein Test für alle, die auch gern durch den Wald fahren mit dem Mountainbike und sich von der Drohne tracken lassen wollen. Wie funktioniert's? Du hast natürlich immer noch Schiss, weil es ist ja auch so, dass du hier im Wald die Drohne wirklich richtig handeln musst und immer aufpassen musst, dass sie wirklich hinter dir ist. DJI Care ist zwar abgeschlossen, aber man hat natürlich keine Lust, dass irgendwas kaputt geht, beziehungsweise die Drohne crasht. Bei dem Preis. Sie rechnet. Guck mal, jetzt sucht sie sich die optimale Flugbahn. Sie rechnet, sie fliegt nach hinten, ist aber ganz schön dicht an den Ästen. Sie geht weiter tiefer. Sie rechnet. Aber das macht sie ganz gut. Also ich sag mal, langsam, aber vernünftig. Wenn man sich das anschaut, sucht sie sich aktuell den Weg durch die Mitte von diesen Bäumen und von diesen Ästen, was natürlich absolut galant ist. Jetzt geht sie tiefer, fliegt an diesem Ast vorbei und jetzt hat sie es geschafft. Sie korrigiert nochmal. Ist ihr nichts. Okay. Aber wie gesagt, solche komplizierten Waldstücke mit dem Fahrrad brauchst du gar nicht probieren. Das ist aktuell dann mit der R3 nicht möglich, weil die einfach zu lange braucht, um zu rechnen. Schaut euch das mal an. Ich meine, ich bin jetzt zu Fuß unterwegs. Und mit 3 Schritten pro Sekunde oder was. Und jetzt hat sie mich. Jetzt ist natürlich das Hindernis relativ vorbei. Jetzt zieht sie komplett in die Richtung. Ich weiß gar nicht, warum sie jetzt dahin fliegt.
Und jetzt kommen Bäume. Ich höre mal auf mit dem Active Track. Ich beende das Dilemma mal. So ganz nebenbei freuen sich natürlich 64.845 Mücken über meinen Besuch im Wald. Man merkt's, wird richtig durchgestochen. Weiter geht's. DJI R3 im Test. Das wird nichts. Du kommst nicht auf Geschwindigkeiten, sofern solche gravierenden Hindernisse in der Nähe sind. Denn sie rechnet sich dann natürlich verständlicherweise den Weg aus, damit sie nicht crasht. Aber verliert dich dann natürlich auch im Tracking. Und pass auf, wir machen eins. Wir laufen da durch und tracken. Mit dem Fahrrad wird es eh nur Schrittgeschwindigkeit, sodass ihr immer noch seht, okay, die Drohne schafft es, mich zu tracken. Und das wird jetzt ein relativ kniffliges Stück, weil auch eine Kurve drin ist. Ihr seht, die Drohne ist noch hinter mir. Sie ist hinter mir, trackt mich, natürlich von hinten. Und jetzt wird es kompliziert. Jetzt kommen Äste, jetzt kommen Stöcker. Und hier, man sieht es natürlich super. Also das Ding, das würde ich als Drohne nicht mal durchfliegen. Tracking ist noch da. Ja. Und das ist natürlich, hey, oh, okay. Aber jetzt hat es wieder ein Problem. Sie fliegt aber drüber. Okay. Gut gemacht, würde ich sagen. Also das Stück war jetzt relativ kompliziert und da wärst du nie mit dem Fahrrad durchgekommen. Das ist wirklich nur zu Fuß. Jetzt trackbar mit der DJI R3. Die macht einen guten Job, aber wie gesagt, wenn du spazieren gehen möchtest durch den Wald, kein Problem, kriegst du hin. Jetzt fliegt sie zurück. Machen wir das mal. Wenn du spazieren gehen möchtest durch den Wald, kriegst du hin. Die fliegt in Richtung Baum, in Richtung Birke. Okay, normalerweise Hinderniserkennung. Also eine Birke wirst du ja wohl schaffen, oder? Okay, sie fliegt dran vorbei. Jetzt muss sie mal zurück. Das Ding machen wir nochmal rückwärts. Jetzt fliegt sie da lang. Direkt. Sie versucht mich wieder von hinten. Zu kriegen und halt rumzufliegen. Verständlicherweise. Da hat sie ein bisschen Platz. Da kann sie ein bisschen nach hinten. Das war knapp. Okay, jetzt hat sie mich wieder von hinten und wir gehen die gleiche Strecke jetzt nochmal. Durch diese Äste hier. Schau es dir einfach an. Tracking ist jetzt wieder da. Aber gut. Ich muss echt Kompliment für die R3. Das ist natürlich ein Wahnsinn, aber eigentlich ist dieses Video ja da, um mit dem Fahrrad im Wald und der Drohne zu fliegen. Aber ihr seht ja schon, das wird maximal was mit dem Laufen. Jetzt kommt noch mal ein fetter Ast und sie wählt den komplizierten Weg dadurch. Super. Hier ist mein Fahrrad. Nicht zurück. Kommen erst in Bäume. Okay. Und ihr könnt euch jetzt mal jemanden anschauen, der richtig abschwitzt, weil das ist natürlich geistig und mental eine relativ verantwortungsvolle Aufgabe. Da fliegen pauschal 1.550 € plus DJI Care nochmal 109 € sind insgesamt 1.659 €. Und die will man natürlich nicht einfach so crashen. Aber
Okay, also wie gesagt, ich werde mich jetzt erstmal kurz erholen, trinke mal einen Schluck Wasser und dann schauen wir mal, was wir mit der DJI R3 noch so anstellen. Aber trotzdem, gute Leistung. Mädchen oder Junge, je nachdem. Ich sage, du bist ein Mädchen. Ja, gute Leistung. DJI R3, das Waldstück, das würde ich als Drohne gar nicht durchfliegen. Wäre mir zu anstrengend. Zwischendurch wieder ein kleines Update, was mir bis jetzt aufgefallen ist. Und zwar bei den Akkus wird ja eine Akkulaufzeit von 46 Minuten versprochen. Das passiert natürlich nicht beim Tracking. Also beim Tracking hat die Drohne richtig zu tun. Sie rechnet und sie muss den Flugweg bestimmen und sie fliegt und macht und tut. Und da kommst du mit den 46 Minuten Flugzeit gar nicht hin. Außerdem hast du natürlich immer nur 20% Restakku. Dann ist es so eingestellt, dass die Drohne von allein zum Startpunkt zurückfliegt. Also ich habe jetzt, und das kann ich garantieren, mit einem Akku beim Tracking im Wald 30 Minuten Akkulaufzeit verbraucht. Dann war die Drohne auf 20% Restakkulaufzeit. Und man kann es natürlich auch noch in den Einstellungen regulieren, dass du erst dann auf 10% runtergehst, bevor die Drohne dann nach Hause fliegt bzw. zum Startpunkt. Aber so als Daumenfaktor mal für euch zu merken, wenn ihr unterwegs seid beim Tracking bzw. euch von der Drohne tracken lasst, so 30 Minuten Akkulaufzeit einkalkulieren, das ist, glaube ich, schon der richtige Wert. Des Weiteren ist mir natürlich auch noch aufgefallen, gerade beim Hinstellen auf den Boden immer ein Landepad mitnehmen. Gerade wenn du im Wald oder auf dem Feld unterwegs bist. Die ist so konzipiert, dass du halt hier vorne klar deine Füße hast, aber hier hinten hast du gar nichts an der Drohne. Was dann sozusagen bedeutet, dass sie schräg auf der Erde steht und immer Grashalme und Äste und andere Dinge im Weg sind, dass sie starten kann. Und dann kennst du das natürlich, wenn du jetzt Drohnenflieger bist von DJI, dass sie dann nicht starten möchte, weil sie irgendeinen Fehler am Propeller festgestellt hat. Und das ist mir natürlich aufgefallen, dass ich lieber hier vielleicht noch ein paar Standfüße gehabt hätte. Ich gucke mal, ob ich es im Zubehör irgendwie bekomme, dass die Drohne wirklich ein bisschen höher steht. Und dann kannst du auch mal dein Landepad vergessen. Aber so musst du das Landepad wirklich für solche Geschichten immer mitnehmen und das kann ich dir wirklich nur raten. Weiter geht's mit dem Video. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist mein Videozeug, 15 Kilogramm Gewicht, immer auf dem Rücken, währenddessen du mit dem Mountainbike durch den Wald fährst. Aber da muss natürlich alles rein. Du siehst schon, Stativ, noch ein Stativ, ein Handstativ, eine Kamera, die Drohne, Akkus und natürlich noch diverse kleine Dinge. Und 15 Kilo hat man dann immer so direkt auf dem Rücken, wenn man sich mit dem Bike dann durch den Wald bewegt. Und diese Art von Strecken, die meistert natürlich die DJI R3 richtig schön vernünftig, ordentlich. Hier auf der linken Seite ist ein bisschen Wald, dann wie gesagt auf der rechten Seite ein bisschen Wasser. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte fürs Trekking und auch fürs Mountainbike. Also wenn du jetzt nicht unmittelbar durch den dichten Wald fährst, hast du natürlich richtig Spaß mit der Drohne, auch in höheren Geschwindigkeiten. Und zwischendurch laufen natürlich noch ein paar Bilder, die ich euch zeigen möchte, wie die DJI R3 mich hier auf diesem Weg getrackt hat. Und das ist absolut verlässlich, auch wenn du hinter dir jetzt quasi oder hinter der Drohne ein Baum steht und da Blätter und Äste rausragen. Das erkennt die von Weitem und fliegt dann automatisch im Tracking auch noch einen kleinen Kreis bzw. umgeht das. Wunderbare Geschichte, aber wenn zu viel von den Ästen und von den Hindernissen jetzt direkt dazukommen, dann ist es natürlich so, dass du dann Probleme kriegst und die Drohne dich natürlich nicht schnell verfolgen kann und das wird dann im Wald ein Problem, dann macht es da keinen Spaß mehr. Jetzt ist natürlich für mich nochmal wichtig, ob die DJI R3 mich noch tracken kann, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Wenn jetzt der Wald nicht so bewachsen ist, das heißt praktisch, es ragen links und rechts mal ein paar Äste raus und ansonsten ist das aber ganz gut, was hier an Weg geboten wird, relativ frei. Ein paar Bäume links, ein paar Bäume rechts. Und jetzt gucken wir einfach mal bei 12 km/h, ob die Drohne noch hinter mir ist. Die macht einen guten Job. Wunderbar. Ich gehe jetzt mal auf 20 km/h. 17 und 20. Ja, sie ist noch da. Super. Allerdings wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Jetzt kommen doch mal ein paar mehr Bäume, die so links und rechts reinragen. Ey, aber bis jetzt, guck dir das Geäst mal an, also klingt gut. Wenn du jetzt nicht Ausnahmegeschwindigkeit fährst, dann sieht das schon mal richtig top aus. Es ist dazu noch sehr böig. Dazu weht noch ein böiger Wind, der teilweise stoßförmig kommt, aber teilweise dann auch wieder aufhört. Und ich versuche in der Mitte des Weges zu bleiben,
sodass die mich optimal tracken kann. Aber bis jetzt, ey, wirklich eine wunderbare Geschichte. Und so kann man wirklich Bike fahren. Ja, zwar etwas langsamer und nicht so schnell, aber du siehst ja, es funktioniert. Also sie verfolgt dich, wir sind gerade bei 15 km/h, so ganz normales Tempo. Wenn du jetzt so ein bisschen spazieren fährst im Bike, da kommt noch jemand mit dem Hund, wir müssen die Drohne erstmal landen. Können wir natürlich nicht machen. Drohne ist wieder da. Ist mir zu heiß, wenn Leute entgegenkommen oder so. Da wird die Drohne gelandet und dann wird weiter geflogen. Ich möchte das nicht, dass da irgendwie Ärger entsteht oder irgendwelche anderen Geschichten passieren. Deswegen kostet das Ganze ein bisschen Zeit. Wo ist sie denn jetzt? Ja, sie steht hinten im Wald. Das war hier wahrscheinlich zu tief mit den Bäumen. Probieren wir es einfach weiter. Wie gesagt, ist die Strecke frei. Mach die Drohne, was du möchtest. Ist gar kein Thema. Ist die Strecke nicht frei. Mach die Drohne nicht, was du möchtest. So, Active Track. Ganze wieder von hinten, richtig so und go. Oh ja, wird noch mal ein bisschen lustig, wenn wir uns jetzt das Waldstück hier noch mal anschauen. Aber wir geben die Sache nicht auf. Er trackt. Er ist hinter mir. Jetzt kommen wieder ein paar Bäume und Äste. Schauen wir mal, wie die Drohne das übersteht. Und ein sehr wichtiges Thema war für mich auch die Controllerhalterung. Ich habe wirklich alles ausprobiert. 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, teilweise 50 Euro Controllerhalterung fürs Fahrrad und auch fürs Mountainbike. Und es ist immer so gewesen, dass mir der Controller bei unebenen Strecken meistens weggeflogen ist, verrutscht ist am Fahrrad oder es sind andere Geschichten passiert. Ich habe noch nicht die perfekte Controllerhalterung gefunden für das Mountainbike. Denn wenn du auf normalen Straßen mit dem Fahrrad fährst, dann geht natürlich auch fast jede Controllerhalterung. Kein Problem, da sind keine Hügel. Und da sind auch keine unebenen Strecken, da hält der Controller. Aber halt bei unebenen Gelände wird es dann ein bisschen kompliziert. Wenn ihr Ideen habt bzw. Erfahrungen für Controllerhalterung fürs Bike, einfach mal rein hier in meine Kommentare, würde mich interessieren. Mich hat hier einfach mal so ein Controller-Gurt fasziniert und es funktioniert für mich auch perfekt mit diesem Gurt, weil du kannst am Bike, wenn du dann fährst, gleich reagieren. Teilweise hast du noch eine Hand am Lenkrad, kannst hier auf dem Display alles aus- und einschalten. Wenn dir jetzt jemand entgegenkommt, einfach mal das Tracking ausmachen, beziehungsweise die Drohne ein bisschen höher machen, dass der nicht verletzt wird, beziehungsweise irgendwas passiert. Das geht innerhalb von Sekunden mit dem wunderbaren Gurt hier und das gefällt mir. Einsatz 10 Euro und es funktioniert. Einzige, was manchmal ein bisschen passieren kann, ist, ich weiß nicht, aufgrund von meinem Bauch, beziehungsweise hier, er schlägt manchmal auf die C1 oder C2-Taste. Die C1 und die C2-Taste, die sind natürlich vom Werk her eingestellt auf die Gimbal-Kalibrierung und da kann es dir mal passieren, dass der Gimbal einfach mal pauschal vor sich hin kalibriert. Da kannst du aber das Bild dann wieder einstellen, das geht alles. Also ist für mich das geringste Risiko, dass ich hier sozusagen jetzt mal den Gimbal kalibriere während der Aufnahme. Das kriegt man einfach wunderbar gerockt. Ansonsten, ich bin zufrieden, 10 Euro Einsatz, Controller hängt, funktioniert alles wunderbar. Weiter geht's mit dem Video. Es ist auch nicht so einfach, sich tracken zu lassen. Bei dem ganzen Grün und den verschiedenen Lichtunterschieden hier. Da kommt die Drohne wahrscheinlich schon mal durcheinander. Zu viel Sonnenlicht, blinkert ein bisschen. Da ist die nicht so freundlich. Aber sie trackt mich wieder. Und ich denke mal, das Stück sollte jetzt kein Problem sein für die Drohne. Noch bin ich dabei. Links und rechts hat sie wieder Hindernisse. Aber sie ist hinter mir. Sie ist hinter mir. Trackt mich. Aber wir sind jetzt bei Geschwindigkeiten von um die 10 km/h. Also wenn es etwas dichter wird, wird die Drohne automatisch langsamer. Und wenn es nicht mehr dicht wird, hoffen wir, wird sie schneller. Und jetzt wird es nicht mehr dicht und wir geben mal ein bisschen Gas. Ja, 20 km/h wollen wir haben. 20 km/h. Und jetzt haben wir 20 km/h. Super, noch hinter mir. Allerdings kommen jetzt schon wieder ein paar Bäume.
Und wer sich jetzt wundert, was das für ein Geräusch ist, ich habe das Bike transportiert, das Vorderrad eingebaut und seitdem ich das aus dem Auto genommen habe und das Vorderrad eingebaut habe, quietscht es vorne. Ich muss mal gucken, was das ist, aber ich kann es jetzt erstmal nicht verhindern. Also wen es nervt, ich versuche es leiser zu machen bzw. nachher noch rauszuschneiden. Aber erstmal quietscht es ein bisschen. Jetzt fahre ich um eine Kurve. Jetzt Tracking verloren. Ne, Tracking da. Gut. Wir warten auf die Drohne. Machen wir so. Und weiter geht's. Die Kurve hat sie. Jawohl. Die Kurve hat sie. Und jetzt kommen wir nochmal zum Finale. Da hängen von oben natürlich ein paar Äste runter. Müsste sie aber eigentlich geregelt kriegen. Also ich denke mal, das wird jetzt kein Problem sein, mich hier zu tracken. Aktuell bei 13 km/h. Nee, das macht sie super. Sie erkennt zwar die Hindernisse im Controller, blinkt es öfter mal rot, aber ansonsten passiert nichts. Sie hält den Track, funktioniert. Das Ganze machen wir hier vorn, dann wiederum aus. Aber wir lassen uns nochmal folgen, direkt auf dem Parkplatz. So, da ist er. Das Einzige, was mich natürlich wieder ein bisschen ärgert, ist die Spiegeloberfläche hier von dem Controller. Da kann man nicht bei Tageslicht bzw. jetzt hier auch mal im Schatten über die Kamera ein Bild erkennen. Und deswegen lasse ich das gleichzeitig noch mit der Bildschirmsoftware hier mitlaufen. Ich wollte euch bloß mal die Einstellungen zeigen, die ich sozusagen hier verwende. Also die Drohne ist auf Bremsen eingestellt im Wald, weil Umleitung, dann fliegt sie irgendwo anders hin und so. Das ist mir dann nichts. Und von der Videoeinstellung alles auf normal, das Ganze auch in Automatik, weil wenn ich mit dem Fahrrad fahre, kann ich da nicht mehr viel korrigieren. H265 Codec kann ich machen, weil wer einen guten Rechner hat, der sollte diesen Codec auch verwenden. Und die Flimmeranpassung ist auf automatisch. Kunstlicht haben wir nicht viel direkt, wenn wir draußen sind. Und ja, ansonsten Gitterlinien aktiviert, dass ich immer den Mittelpunkt habe. Nimmt auf der SD-Karte und das Ganze dann natürlich in 4K 60 FPS und mal mit der 70 mm Optik und mal mit dem Weitwinkelobjektiv. Das lasse ich mir dann immer so direkt nach Bildmotiv einfallen. Also das sind so die gröbsten Einstellungen, die ich sozusagen hier beim Tracking im Wald habe. Und wie gesagt, Automatikmodus muss einfach sein, weil du kannst manuell dann nichts mehr regeln. Wenn du hier den Controller um den Hals gewickelt hast und mit dem Fahrrad fährst, dann sollst du noch das Bild einstellen. Das geht dann nicht. Kommen wir jetzt zum Fazit und zur Einschätzung der DJI Air 3 hier bei meinem Tracking am Mountainbike im Wald, auf dem Feld und natürlich auch im dichten Wald. Und ich muss sagen, die DJI Air 3 macht wirklich den Job perfekt, vernünftig. Und ich kann mir da echt nichts Besseres vorstellen, als mit der Drohne wirklich umherzufahren. Natürlich geht es nicht im dichten Wald, das haben wir ja schon geklärt. Das sind einfach zu viele Parameter, die da sozusagen aufeinandertreffen in Bezug auch auf die Rechentechnik und andere Geschichten. Aber ansonsten hier beim Tracking am Feld, bei hohen Geschwindigkeiten, auch im normalen Wald, wenn du einen dichten Waldweg hast, solltest du das nicht tun. Aber bei breiten Waldwegen, wo wirklich oben, unten nicht so viel ist, sie sucht sich dann im Vorhinein dann direkt schon mal die Strecke und trackt dich auch so bei 10, 15, 20 km/h Mountainbike-Geschwindigkeit. Und das ist für mich eigentlich ausreichend. Natürlich geht es nicht im dichten Wald. Das wusste ich vielleicht schon ein bisschen vorher, weil man sich das ja ein bisschen ausrechnen kann. Aber ansonsten kann ich sagen, wirklich ein geiler Job auch mit diesen beiden Kameras und die Bildqualität, die Schärfe und andere Geschichten. Das funktioniert einfach bei DJI. Ich bin völlig begeistert von dieser Drohne und gebe sie natürlich auch nicht mehr her. Ja, also ich habe anfangs überlegt, Mensch, ich habe noch die Mini 3 Pro, mache ich jetzt einen Wechsel oder tausche die um oder weiß ich was oder gebe die dann wieder zurück, die DJI Air 3 und behalte lieber meine Mini 3 Pro, weil die natürlich auch fast die gleichen Funktionen und sogar die gleiche Weitwinkelkamera hat wie die DJI Air 3. Aber nein, funktioniert nicht. Ich mag dieses 70 mm Objektiv, das ist eine absolute Bereicherung für die Drohne. Ich finde mich da richtig super getrackt und gerade wenn du jetzt sozusagen Aufnahmen ranholen möchtest, auch im Schnitt, du hast sonst immer beim Weitwinkelobjektiv
diese Weite gehabt, hast dich dann sozusagen vergrößert im Bild und dann gab es natürlich Schwächen bei der Bildqualität. Das passiert ja jetzt nicht mehr so schnell, weil einfach diese 70 mm Optik dich in deiner vernünftigen Größe auch aufnimmt und das gefällt mir richtig gut. Vom Prinzip her habe ich viele Ängste ausstehen müssen, währenddessen ich durch den Wald gefahren bin, weil das Ding kostet natürlich 1550 € und wenn das gecrashed wird in irgendeinem Baum oder irgendeinem Ast, dann ist Schluss mit lustig. Zwar habe ich DJI Care natürlich gemacht, die Versicherung sollte jeder machen, wenn er die Drohne neu kauft. Aber ich muss sagen, das Tracking, das funktioniert richtig gut und auch die Sensorenerkennung ringsrum perfekt. Bei der DJI Mini 3 Pro musste ich immer seitlich ein bisschen aufpassen, dass da nichts passiert. Und hier hast du nach allen Seiten wirklich die Sensoren und das funktioniert sehr gut. Ich kann da wirklich echt ein Loblied drauf singen, weil direkt im Wald und dann bei den Umständen, die Drohne kann weder vor noch zurück noch irgendwo anders hin. Die sucht sich dann langsam die Wege und verfolgt dich. Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich bin von der DJI Air 3 wirklich begeistert. Was habt ihr für Erfahrungen? Wollt ihr euch sie holen? Beziehungsweise habt ihr Lust auf die DJI Air 3? Habt ihr Lust auf noch mehr Videos von der DJI Air 3? Dann schreibt es mir gerne hier in meine Kommentare. Ich sage danke fürs Anschauen. 3 Tage sind vorbei. 3 Tage Schwitzen, Angst und viele, viele gute Erlebnisse. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.